Ja, ich bin Jörg Steiner, Inhaber der Firma Lodenwalker in der Ramsau an Dachstein und führe den Betrieb jetzt schon in x-ter Generation. Also der Ursprung der Lodenwalke geht zurück bis ins Jahre 1434, also es werden bald 600 Jahre, und seit dieser Zeit wird da bei uns in Ramsau-Rössing an Ort und Stelle von der rohen Wolle bis zum fertigen Loden alles direkt im Haus produziert. Also meine Rolle im Unternehmen ist natürlich die Betriebsleitung, das Bürotechnische, aber mein Herz schlägt eigentlich eher fürs Design, für die Produktentwicklung, speziell Weberei. Der Ort, wo wir angesiedelt sind, der ist einfach mit der Geschichte verwurzelt. Da steht die Lodenwalke immer schon. Ursprünglich durch die Wasserkraft, immer ein ganz wichtiger Standpunkt. Ja, die Nachhaltigkeit, das ist sicher ein Riesenaspekt. Bei uns ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber schon gewesen. Allein schon in der Gegend, wo wir leben, also wir sind über 1000 Meter daheim, da hat man nachhaltig sein müssen. Natürlich hat sich da was verändert, also auch wir verwenden Maschinen, wir brauchen an Farbstoff und so weiter dazu, das ist ganz klar, man kann nicht stehen bleiben, aber wir probieren das so traditionell wie möglich und so schonend wie möglich zu machen. Zum Beispiel sind wir zu 100% energieautark, also wir haben 2 Wasserkraftwerke, wir versorgen uns selbst mit Strom, liefern sogar Strom. Wir probieren so schonend und langsam wie möglich mit der Wolle umzugehen, also bei allen Maschinen. Darum sind auch unsere Maschinen alle relativ alt, also alle um die 60 Jahre und älter. Nicht, weil man keine neue hertun kann, sondern weil die alten Maschinen nicht auf Leistung ausgelegt sind, sondern auf Qualität ausgelegt. Unser Loden wird ausgehängt an die Luft, der darf allein trocknen werden, der hat die Zeit auszuatmen und sich wieder zu entspannen. Wenn man dann einfach mit dieser traditionellen Arbeitsweise doch lässige Sachen entwickeln kann und die was auch gut ankommen, das macht das Ganze eigentlich besonders. Ich hoffe, wir müssen nicht auf irgendwelche schnellen Züge aufspringen oder unser Produkt verbiegen. Das Beste für die Zukunft wäre für mich, wenn es so bleiben kann, wie es ist. Wenn man ehrlich ist und ein ehrliches Produkt zum Beispiel auch erzeugt, dann wird es auch immer passen. Wenn wir ein fertiges Produkt in Händen halten, fühlt man ein bisschen Stolz natürlich, aber viel wichtiger ist eigentlich, man spürt, was da drinnen steckt. Wie viel Arbeit, wie viel Fleiß, wie viel Herzblut. Liebe, das ist das Wichtigste im Leben. Es funktioniert nur, wenn man was ehrlich lieben kann.